Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich mal wieder ein absolutes Highlight für euch und zwar stelle ich euch heute die Weihrauch HW77K von Waffen Schlottmann vor. Was das Gewehr für Besonderheiten hat und wie es in der Nahaufnahme aussieht, einen Schusstest, einen Chronitest und im Wettkampfeinsatz, das könnt ihr alles die nächsten Minuten sehen. Los geht's! Ja, jeder, der meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich nur Gewehre und Equipment vorstelle, hinter dem ich persönlich selbst auch stehe, beziehungsweise dass ich für irgendeine Art von Schützen interessant finde. Ich zeige jetzt nicht nur hochteure Gewehre für Wettkampfschützen oder nur ganz günstige Gewehre für Einsteiger, sondern ich gucke wirklich, dass ich die breite Palette abdecke. Das heißt, so sollte eigentlich für jeden immer wieder mal was dabei sein. Das ist auch der Grund, weshalb die Videos von mir doch sehr positiv immer ausfallen. Liegt einfach daran, dass ich keine Lust habe, mich damit rumzuschlagen mit irgendeinem Gewehr oder irgendeinem Equipment, mich da 10, 20 Stunden hinzusetzen, irgendein Video zu erarbeiten, zu filmen und dann hochzuladen, zu verschlagworten und dann auch mit euch zu diskutieren, hinter dem ich nicht stehe. Das ist mir einfach die Zeit zu schade. Das nur noch mal grundsätzlich vorab. Tja, und heute seht ihr mein neues Wettkampfgewehr. Und zwar haben wir hier die Weihrauch HW77K in der vernickelten Version schon gepimpt für den Wettkampfeinsatz. Was ich da alles reingebaut habe, das seht ihr in den nächsten Minuten. Wir kommen jetzt erstmal zu den technischen Daten. 102 cm lang, die Lauflänge liegt bei 37 cm hier in der K-Version. Das Gewicht die Standardversion ist mit 4 Kilogramm angegeben. Dadurch, dass ihr wirklich jegliche Schäftung bei Herrn Schlottmann bekommen könnt, kann ich das natürlich nicht pauschal sagen. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ihr jetzt zum Beispiel einen voll verstellbaren, laminierten Schaft habt, ob ihr einen Kunststoffschaft habt, ob ihr hier den Lochschaft habt, ob ihr den Standardschaft habt. Da gibt es ja wirklich Möglichkeiten ohne Ende und da weicht es dann einfach plus minus 300 Gramm rauf oder runter einfach ein bisschen ab. Ich selbst habe mich hier für den Lochschaft entschieden. Ich kannte diesen Schaft schon zuvor, der liegt einfach unglaublich toll in der Hand. Und in einer Nahaufnahme zeige ich euch dann später, welche Vorzüge dieser Lochschaft noch hat. Das Besondere bei der Version von Herrn Schlottmann, was er exklusiv hat, ist ein halb Zoll UNF Gewinde, das fest am Gewehr hier vorne angebracht ist. Und da habt ihr natürlich die Möglichkeit, dann Kompensatoren bzw. Schalldämpfer direkt anzubringen. Ich selbst bin noch in der Testphase, sprich, was hat die höchste Präzision, welcher Kompensator, welcher Schalldämpfer. Ich habe jetzt hier mal das neue Modell vom Herrn Schlottmann vorne angebracht. Ich hole gerade mal die anderen noch, die ich noch habe. Hier ist jetzt das ältere Modell von Herrn Schlottmann, beziehungsweise in dem Fall hier der originale Weihrauch Schalldämpfer, geeignet bis zu einer Leistung von 7,5 Joule, steht hier drauf für F-Waffen. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt erstmal in die Nahaufnahme, gucken uns das alles mal ein bisschen genauer an und dann erzähle ich euch noch mehr. So, hier seht ihr das Laufende mit dem Halbzoll UNF-Gewinde. Wollt ihr mal keinen Schalldämpfer bzw. Kompensator anbringen, habt ihr auch die Möglichkeit, hier eine Mutter letzten Endes drauf zu machen, um das Gewinde auch ein bisschen zu schützen, und es schaut dann natürlich optisch auch besser aus. Hier vorne ist der Release-Knopf, dass man den Spannhebel eben nach unten bewegen kann. Ihr seht hier den vernickelten Lauf. Natürlich gibt es das Ganze auch ganz normal brüniert in dunkel, ganz klar. Könnt ihr euch dann auch direkt bei der Konfiguration bei Herrn Schlottmann auswählen. Hier haben wir den unglaublich geil gearbeiteten Lochschaft. Hier seht ihr dann den V-Mach-Abzug, den ich habe verbauen lassen. Weshalb man für einen Abzug über 200 € ausgibt und was das für einen Sinn macht, da spreche ich später noch mal ein bisschen drüber. Dann geht es weiter mit der schönen Fischhaut hier am Pistolengriff.
Ihr seht die hohe Schaftbacke. Ist halt super einfach zum Schießen mit Zielfernrohr, weil man da keine Verstellung braucht und weil es hier wirklich für mich zumindest schon mal ausreichend ist an Höhe, um sauber durchs Zielfernrohr durchgucken zu können. Und hier haben wir dann noch eine verstellbare gummierte Schaftkappe. Die habe ich ein bisschen runtergestellt, dass es einfach komfortabler an der Schulter anliegt. Und jetzt stellt ihr euch bestimmt die Frage, was ist denn das für eine komische Sicherung? Das ist was richtig Geiles. Und zwar ist es die V-Mach-Sicherung. Angenommen, ihr habt euer Gewehr schon gespannt, habt die Sicherung reingedrückt, wollt aber nicht schießen bzw. müsst Sicherheit gehen. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Hebel einfach nach hinten umzulegen und dann ist das Gewehr wieder gesichert. Die normale Sicherung erlaubt ja nur das Reindrücken und dann ist das Gewehr die ganze Zeit scharf. Und mit dieser V-Mach-Sicherung habt ihr einfach die Möglichkeit, das Gewehr nachträglich wieder zu sichern. Kostet, glaube ich, keine Ahnung, 30, 40 Euro, aber ist auch wirklich eine richtig geile Sache. Okay, dann habt ihr hier die normalen Sicherheitshinweise, die es ja auf jedem Gewehr gibt. Und hier, ich hoffe, das sieht man so, Sondermodell HW77K SD-Schalldämpfer für www.waffenschlottmann.de. Da hat er wirklich was richtig Geiles sich zaubern lassen. Hier haben wir dann noch die Ladeluke, Kaliber .177, 4,5 mm und die Seriennummer. Genug der Theorie, ich hätte gesagt, es wird mal Zeit für den Kronitest. Los geht's, Leute! Wir kommen jetzt zum Kronitest. Ich möchte mal gerne die Konstanz der V-Mach getunten HW77 überprüfen. Ich werde 10 Schuss machen, das kennt ihr mittlerweile. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei herauskommt. Ich habe jetzt den Kronen noch ein bisschen zurückgestellt, weil ich gerade gemerkt habe, nachdem ich die Serie durch hatte, dass das Bild geflackert hat. Fange ich halt nochmal an, nicht wundern. So, wir kommen zur Auswertung. 10 Schuss, 8,35 Durchschnittsenergie, das ist völlig egal jetzt gerade mal. Durchschnittsgeschwindigkeit 174,84, geringste 172,9, höchste 176,6. Ist eine Konstanz von 3,6 Meter die Sekunde und eine durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert von 1,14 Meter die Sekunde. Ihr habt den Kronitest gesehen, 3,5 Meter ist wirklich ein hervorragender Wert. Wo kommt der her? In der HW77 ist ein V-Mach Tuning Kit verbaut. Nein, das ist keine Leistungssteigerung, wir sind weiterhin im legalen Bereich. Das Tuning Kit sorgt einfach nur für eine ruhigere Schussabgabe und einfach dafür, dass das Gewehr eine sehr, sehr hohe Konstanz hat, was natürlich für den Wettkampfschützen absolut interessant ist. Solltet ihr Interesse an der HW77 haben, könnt ihr euch ja darüber nachdenken, einfach so ein Tuning-Kit gleich von Anfang an von Herrn Schlottmann mit einbauen zu lassen. Den Tuning-Abzug, über den wir gleich sprechen, den tut es später auch noch. Ich sag mal, das bekommt man wirklich alleine hin, den auch einzubauen. Ich habe ihn gestern mal ein- und ausgebaut, um das Ganze mal zu testen. Das ist wirklich kinderleicht. An das V-Mach-Kit, ihr kennt mein altes Video, wo wir das mal eingebaut haben. Das war ein bisschen semi-professionell, würde ich mich jetzt im Nachhinein nicht dran trauen. Das würde ich dann wirklich lieber von dem Profi machen lassen, dass einfach auch das Gewehr diese Schussleistung bietet, die ihr dann am Ende davon erwartet. Ja, gerade habe ich den V-Mach Tuning Abzug angesprochen. Warum über 200 Euro für einen Abzug ausgeben? Ich meine, da kriegt man noch mal ein halbes Gewehr dafür, beziehungsweise kriegt man echt schon richtig ordentliche Einsteigergewehre dafür. Ja, jeder, der auf dem HFT Trainingscamp in Kölschhausen war und
gerade in der Nähe war, als der Lutz Krüger seine HW 77 rausgeholt hat. Mit diesem V-Mach-Abzug ist von mir genötigt worden, wirklich das mal in die Hand zu nehmen und mal ein paar Schuss abzugeben. Ich denke, ihr könnt euch daran erinnern, die dabei waren. Diesen Abzug muss man einfach mal selbst getestet haben. Ich kann euch gar nicht in Worte fassen, was das für ein Riesenunterschied zu dem normalen Weihrauch-Rekordabzug ist. Der ist natürlich schon gut, der ist auch für den Freizeitschützen super, absolut klasse, das mitbeste aus meiner Sicht, was man einfach im Hobby- und Freizeitbereich bekommen kann. Aber wenn es an die Wettkampftauglichkeit geht, jeder Wettkampfschütze, der eine HW 77 oder eine HW 97 hat und diesen Abzug drin hat, wird mir das dann bestätigen können. Schreibt es mir einfach mal in den Kommentaren, was ihr persönlich davon haltet. Ich finde es einfach phänomenal. Für mich ist das nochmal ein ganz anderes Schusserlebnis, weil gerade auch der Abzug halt eben dafür verantwortlich ist, dass der Schuss sauber abgegeben werden kann oder ob man einfach durch schwereres Drücken einfach schon ein bisschen den Schuss verreißt. Ja, so, der geht butterweich, hat einen ganz klaren Druckpunkt, allererste Sahne. Klar, nicht ganz billig, aber ich hatte es am Anfang gesagt, hier geht es um ein Wettkampfgewehr oder ein Gewehr für den wirklich ambitionierten Schützen. Und wenn ihr einfach was richtig Geiles euch bauen wollt, das war schon immer so, dann kostet es halt einfach ein paar Euro mehr. Jo, jetzt habe ich schon wieder eine ganze Menge erzählt, dass es nicht zu theoretisch wird. Hätte ich gesagt, es wird wieder mal ein bisschen Zeit für Action. Wir kommen mal zum Schusstest. Ich schieße aus 11,5 Meter Entfernung, JSB exakt 4,53 mm mit 0,547 Gramm. Als Zielfernrohr hatte ich beim Schusstest noch das Discovery Optics 5 bis 25 x 50 verbaut. Hier seht ihr mittlerweile schon ein anderes. Liegt einfach daran, der Schusstest ist schon ein paar Tage her und ich habe das Gewehr für meinen nächsten Wettkampf schon vorkonfiguriert. Also, nichtsdestotrotz wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt beim Schusstest. Los geht's! Okay Leute, ich versuche jetzt hier mal ein ordentliches Schussergebnis zusammenzubekommen. Nicht wundern, dass ich mit einem Handschuh schieße, aber ich habe das für den Wettkampf eingeschossen und das Trefferbild verlagert sich ob mit oder ohne Handschuh. Deswegen seht ihr mich jetzt auch beim ersten Mal mit dem Schießhandschuh. Bisschen geht mir der Puls leider. Vielleicht soll ich das Reden aufhören zwischendrin, dann geht es ein bisschen besser.
sehe ein bisschen den Puls in meinem Ziel verloren. Ich muss natürlich gucken, dass ich immer im richtigen Moment abdrücken, dass ich ihn rauszitter. Der eine war ja schon ziemlich weit draußen. Ihr seht so ein bisschen das Trefferbild von links oben nach rechts unten. Ja, das ist auch so, wie mir der Puls geht. Ich versuche immer im richtigen Moment abzudrücken. Komm, einen machen wir noch. Ihr seht, links oben ein Millimeter vielleicht raus, rechts unten 1 Millimeter raus. Der Kreis in der Mitte sind 8 Millimeter. Also ist das ein Streukreis von 1 Zentimeter. Jo, an der Stelle höre ich mal auf. Ja, hier seht ihr den Streukreis. Also wir haben einen Zentimeter ungefähr, plus minus 1 Millimeter, ist auch völlig egal. Ich behaupte mal, ihr habt gesehen, ich habe die ganze Zeit dabei geredet und die Konzentration so mittelmäßig gehabt. Ich wette und ich behaupte, ein richtiger Profischütze oder wenn man einfach die Scheibe noch ein paar Mal schießt, das ist wieder mein erster Versuch gewesen, kriegt man das Ganze in den Bereich von 6-7 mm hin, beziehungsweise in ein Loch, weil es gibt keinen Grund, warum man mit diesem Gewehr nicht ein einziges Loch schießen soll. Was ich immer empfehle, natürlich Schutzbrille dazu. Es tut mir leid, ich erwähne es einfach immer wieder, bis ich so viele Leute davon überzeugt habe, dass ich es nicht mehr erwähnen muss. Ja, und was auf jeden Fall noch bei diesem Gewehr aus meiner Sicht Pflicht ist, ist ein Schießhandschuh. Ich selbst habe bisher alle anderen Gewehre ohne Handschuh geschossen. Ich fand es immer ein bisschen befremdlich oder habe es nie direkt verstanden, warum man unbedingt einen Handschuh zum Schießen anziehen muss. Man kann doch so auch treffen. Der Riesenvorteil ist einfach die extrem hohe Konstanz, die man durch so einen Handschuh erreicht. Ich hätte es zuvor nicht gedacht. Der hat innen eine Gummierung, hat hier oben drauf eine Gummierung, dass ich, wenn ich aufgelegt auf die Hand zum Beispiel stehen schieße, dass ich überall für das Gewehr die gleiche Unterlage biete. Das ist unglaublich wichtig bei einem Preller, weil wenn man nämlich, ich sag mal, das Gewehr immer ein bisschen anders hält, beziehungsweise einmal mit Hand, einmal mit Handschuh. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für gewaltige Unterschiede macht. Ich habe den Test nochmal gemacht, habe das Gewehr einfach mal auf einen Handschuh aufgelegt, habe einen Streukreis geschossen. Kurz danach auf die Hand hatte ich schon eine Trefferpunktverschiebung von 2 cm und wenn ich es auf die normale Restunterlage, auf meine Kaltwell aufgelegt hatte, dann ist der ganze Streukreis, keine Ahnung, 10 cm nach unten gewandert. Also es ist ganz wichtig, dem Gewehr immer die gleiche Unterlage beim Schießen zu bieten. Und manchmal hat man trockene oder feuchte Hände und in dem Fall habt ihr, wenn ihr einen Handschuh anzieht, habt ihr, egal wo ihr schießt, ob in welcher Handposition ihr schießt, habt ihr halt immer die gleiche Unterlage fürs Gewehr. Und so behaupte ich einfach mal, verbessert sich euer Schussergebnis nochmal. So ein Handschuh kostet, keine Ahnung, wahrscheinlich zwischen 20 und 50 Euro. Ich habe, glaube ich, für den hier um die 40 bezahlt. Gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Also ich bin damit super zurechtgekommen, aber da könnt ihr euch natürlich mal umgucken, was das so alles findet. Für einen Field-Target-Schützen bzw. einen Hunter-Field-Target-Schützen ist natürlich ein Hamster unerlässlich. Und wie wir es geschafft haben, diesen Hamster hier an das Gewehr zu bringen, das möchte ich euch jetzt nochmal in der Nahaufnahme zeigen. Ihr seht hier jetzt den Hamster von Thomas Ring, von Ring Formgriffe. Der hat eine unglaublich schöne Punzierung, liegt absolut traumhaft in der Hand. Viele Field-Target- oder Hunter-Field-Target-Schützen können das bestätigen, die den nämlich genauso schießen. Und er passt optisch richtig schön zu meinem Schaft dazu. Hier hat der Herr Schlottmann mir vorne den Bereich ausgefräst. Einfach dafür,
dass der Hebel sich sauber unten reinspannen lässt, ohne dran zu stoßen. Dann seht ihr hier eingelassen in den Schaft eine UIT-Schiene, die der Herr Schlottmann nachträglich an den Schaft angebracht hat. Das hat er ausgefräst, hat die reingeschraubt und dann habe ich hier ein Adapter-Kit, nenne ich es jetzt einfach mal, auch vom Thomas Rinck, wo ich diesen Abstand vom Schaft zum Hamster eben regulieren kann. Da waren auch nochmal längere Stifte dabei gewesen. Ich fand es so recht gut von der Länge her, recht komfortabel. Und hier ist ein Stein, der in diese UIT-Schiene passt, wo ich das reingeschraubt habe. Der ist jetzt von Rowan Engineering. Den hat der Thomas Rinck aber auch im Angebot. Also den könnt ihr auch von anderen Herstellern bekommen. Ich hatte den halt eben noch daheim. Hat hier einen Schnellverschluss, dass ich den Hamster auch schnell abmachen könnte. Wobei ich dafür jetzt eigentlich keinen Grund sehe. Tja, und so hat dann meine HW77 auch noch einen Hamster bekommen. Wo wir gerade dabei sind. Hier seht ihr nochmal die Stellschraube, wo ich die Abzugsempfindlichkeit verstellen kann. Die sieht von Form auch ein bisschen anders aus. Das Abzugszüngel ist auch ein gerades Züngel. Und diese Stellschraube hat eine innenliegende Madenschraube, die ich regulieren kann. Und das Äußere fixiert mir dann letzten Endes meine Einstellungen. Kommen wir zum Fazit. Was soll ich sagen? Absolut mega geiles Luftgewehr. Ihr wundert euch vielleicht, warum ist hier so ein kleines Zielfernrohr drauf. Ich will im nächsten Jahr viel HFT schießen, will jetzt den nächsten Field-Target-Wettkampf schon als HFT-Training nutzen. Einfach ein bisschen das Entfernungsschätzen üben und einfach das bisschen drüber und drunter halten durchs Dotten. Einfach halt jetzt schon mal ein bisschen üben. Aus dem Grund ist hier ein Hawk Panorama 4 bis 12 x 40 Zielfernrohr verbaut. Ich habe damit schon einen HFT-Wettkampf geschossen, allerdings mit meiner Anschütz. Und das hat sich wirklich als hervorragendes Glas herausgestellt. Was kann ich zum Gewehr sagen? Allererste Sahne. Ich wüsste nichts mehr, was dran zu verbessern ist. Es schießt sich absolut unglaublich. Die Streukreise stimmen sowieso. Der Prellschlag ist wirklich minimal und absolut kalkulierbar. Es lässt sich absolut ruhig schießen. Die Möglichkeit einfach beim Herrn Schlottmann alle Schäftungen je nach Geschmack und Vorliebe zu bekommen, ist natürlich absolut genial. Oder dass ihr die vernickelte Version oder die brunierte Version bekommt. Ich weiß nicht, was ich noch irgendwie dazu sagen soll. Ich denke, die letzten, keine Ahnung, wie lange das Video jetzt geworden ist, 15, 20 Minuten wahrscheinlich, haben euch einfach meine Begeisterung dafür gezeigt und auch eben die Empfehlung für den Klasse 4 bzw. Klasse 2 Field-Target-Schützen oder Hunter-Field-Target-Schützen, die ich jetzt eben dafür geben kann. Ich glaube, noch was Besseres zu finden im Prellerbereich wird richtig, richtig, richtig schwer. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, dann schreibt mir in die Kommentare rein. Ich glaube aber, könnte echt eng werden. Okay, sonst kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Es wäre absolut geil, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Erzählt einfach weiter, dass es bei mir ein paar Videos zu gucken gibt. Vielleicht finden wir noch ein paar andere Schützen, die das auch interessieren könnte. Und wenn ihr noch viel Langeweile habt, jetzt war das 181. Video, also das heißt 180 weitere warten auf euch. Und das war auch bestimmt nicht das letzte. Die nächsten Ideen sind schon da und bleibt einfach dran, da kommt vieles nach in den nächsten Wochen. Okay, ich danke euch für eure Zeit, ich wünsche euch ganz viel Spaß und vielen Dank fürs Anschauen. Servus, sagt der Gandhi.